Digitalpianos für Einsteiger und Fortgeschrittene. In dieser Testreihe schauen wir uns hier das neue Kawai ES 520 an. Yassin, du als Klavierlehrer und Jazzpianist, was braucht man, um mit einem Digitalpiano anzufangen? Was muss man haben? Ja, also wichtig ist natürlich, dass man ja, ein Instrument hat, wo man einfach sich jeden Tag schnell ransetzen kann. Man vielleicht auch noch integrierte Lautsprecher hat, die gut klingen. Und natürlich dann auch fürs Spielgefühl eine gute Tastatur, die halt auch einen schon am Anfang, wenn man das auch ein bisschen ambitionierter machen möchte, gut einführt in die Welt des Klavierspielens. Und ich denke, da haben wir hier mit dem Kawai ES 520 ein ganz gutes Gerät jetzt, ja. Ja, das ist ja so ein Einstieg eigentlich, die Tastatur, das ist die RHC für Kompakt, also das ist die Einsteigertastatur von Kawai. Hammermechanik schon, aber von der Ausstattung her ist die dann eben, naja, wie gesagt, kompakt, aber wie spielt sie sich für dich? Angenehm. Fühlt sich gut an. Die hat auch so eine Oberfläche, so eine Ivory Touch Oberfläche. Genau, dass man nicht so rutscht und auch wenn man schwitzt, dass man da ein bisschen einen besseren Halt hat. Und also ich kann nur sagen, spielt sich sehr angenehm, leichtgängig, also macht Spaß zu spielen. Ist, denke ich, gerade für auch Einsteiger, die noch nicht so die Ausdauer haben beim Spielen, auf jeden Fall nicht zu schwer. Und ja, und das Gerät macht allgemein einen guten Eindruck. Wie gesagt, man kann alles gut ablesen und kommt auch, sage ich mal, wenn man nicht in dieser Welt zu Hause ist, ganz gut rein. Man kommt gut rein, alles klar. Gut, erster Eindruck ist schon mal sehr positiv. Tastatur ist natürlich nicht alles. Da spielt die Klangerzeugung natürlich auch eine große Rolle. Schauen wir uns doch die Klänge mal an. Genau, wir haben hier die Reihe, die natürlich beginnt mit den normalen Klavieren. Ja, also haben wir ja gerade eben schon gehört. Mit dem man auch eigentlich... Ja, das Universalklavier. Genau. Piano 1 ist immer das Aushängeschild, das Universalklavier. Genau. Ich würde es zu gerne auch mal mit einem kleinen Klassikstückchen probieren. Aber klar. Ich bin natürlich nicht der Klassikexperte, aber zum Testen von Digitalpianos nehme ich mir auch immer so ein paar kleine Klassikstückchen. Und da habe ich jetzt von Diabelli, von den Diabelli-Variationen, eine von Beethoven, die nutzt halt die lauten Akzente sehr gut. Das ist diese hier. Also von laut bis leise, vor allem diese Akzente, die kommen schon auch ganz gut rüber. Die kommen ordentlich rüber, ja. Andere Digitalpianos, der Hörerpreisklassen, die können da natürlich noch ein bisschen mehr, merke ich. Also da könnte noch ein bisschen mehr Power rüberkommen, aber in sich gespielt ist das schon mal gut. Auf jeden Fall, ja. So, die nächste ist von Schubert. Die ist total leise gespielt. Die geht dann so. Das funktioniert eigentlich auch gut. Also gerade hier in dieser Passage komme ich auch jetzt ohne Schwierigkeiten an diesen leisen Ausdruck ran. Das funktioniert ganz gut. Ja, also man kann schon mit Abstufungen spielen, laut, leise und auch mal ein Crescendo, was dann auch durchgehend ist auf dieser Tastatur möglich. Klar macht man natürlich auch hier in dem Preissegment gewisse Einbußen, aber ich denke für einen Einsteigerbereich und auch... Ich bin überrascht. Also ist es eigentlich gut. Also muss man auch noch mal dazu sagen, also das spielen wir jetzt alles mit einem Klavierklang, mit dem ersten. Normalerweise, oder was heißt normalerweise, bei vielen Pianos habe ich dann bei diesen leisen Passagen eher das Gefühl, ich möchte gerne einen Pianosound wählen, der so ein bisschen zarter sich spielen lässt. Das stimmt, Und das ist alles hier in einem Klang drin. Das ist schon wirklich eine tolle Sache. Finde ich super gut. Gut, bist du wieder dran? Lass uns doch noch mal durch die Sounds gehen und vielleicht ein paar Klangkombinationen ausprobieren. Genau. Ich sehe, dass man da doch einige Sounds hat, ne? Ja, also ich habe natürlich Piano 1, Piano 2, da habe ich verschiedene Möglichkeiten, da nochmal Pianos anzuwählen. Dann kommen natürlich die E-Pianos.
total geschmackvoll mit dem Tremolo-Effekt. Völlig überzeugend. Ja, so, dann haben wir noch ein paar Orgeln, natürlich dann auch wieder ein Cembalo und dann kommen natürlich sowas wie die Streicher, die dann auch natürlich... Muss man mehr reinhauen. Aber schön. angenehm, also normalerweise drückt man die Streicher und dann sind die sofort da und spielen laut, aber hier kann man wirklich auch fein abstufen, ja, und sowas. Wie sind die mit dem Piano zusammen? Das können wir auf jeden Fall mal probieren. Also Geht. ganz einfach, man muss einfach nur beide Klänge quasi gleichzeitig drücken. Also kann man schon auch so cineastisch so, also Das hätte ich nicht gedacht. mit wenig Aufwand eigentlich schon spielen. Und die Split-Funktion ist natürlich immer was Cooles. Und es ist also wirklich sehr einfach, sehr transparent alles gehalten von der Bedienung. Ich habe hier noch eine Möglichkeit natürlich Transpose und also zum Beispiel die Tonhöhe zu verändern, wenn ich zu einem Track dazu spiele und mir das vielleicht zu schwierig ist von der Tonart. So, dann geht es hier weiter. Ich habe hier auch eine Amp-Simulation, Effektsektion, Hall. Auch das kann ich hier schon einstellen. Und dann habe ich natürlich noch einen Recorder, wo ich zum Beispiel was aufnehmen kann hier über die USB-Schnittstelle. Und natürlich ein Metronom, was natürlich für viele auch wichtig ist, dass man auch irgendwie dazu halt spielen kann. Ja. Wunderbar. So. Und dann einfach die Masterlautstärke. Also es ist wirklich selbsterklärend. Ist so eine Mischung eigentlich, also für mich, so eine Mischung aus Homepiano und Stagepiano. Ja. Man hat ein Metronom, einen Rekorder zum Aufnehmen. Das ist ja eigentlich so eine Digitalpiano, Homepiano-Sache. Ne? Ja. Und das, man kann das aus dem Gestell natürlich rausschrauben. Es ist leicht, es ist nicht so schwer. Und man kann das eben mal unterwegs auch zum Klavierspielen mitnehmen. Das ist wunderbar. Genau. Und auch, wie gesagt, für die Chorprobe mit den integrierten Lautsprechern ist man da auch bestens aufgestellt. Hat eigentlich genug Power, um auch sowas zu Also die bespielen. muss man auch wirklich erwähnen. Das heißt, hat mir wirklich gefallen. Die Lautsprecher, die eingebauten, die klingen wirklich richtig gut. Also für die Preisklasse auch bin ich wirklich überrascht. Ja. Und das ist so einem kleinen Piano. Toll. Zusammenfassend kann man nur sagen, Tip-Top Portable Piano. Mit optionalem Gestell wird es ein modernes Digitalpiano für zu Hause. Tolle Sounds, eine gute Tastatur, gemessen an die Preisklasse. Ja. Was sind so deine Tops? Eine schöne Tastatur, die sich griffig spielen lässt und trotzdem nicht zu schwer ist. Also gerade für Einsteiger, aber auch ein bisschen Fortgeschrittene. Auf jeden Fall empfehlenswert. Ein tolles Design, gute Klänge. Einfach ein rundes Gerät. Und was mir natürlich immer gefällt bei diesem Gerät zum Beispiel, man hat hier jetzt auch nicht nur einen normalen Kopfhöreranschluss, sondern Mini- und Großklinke. Das sind kleine, Das ist praktisch. aber feine Details, einfach da, wo man merkt, okay, es ist auch nicht nur für den der sich gut auskennt, sondern auch vielleicht für jemanden, der einen normalen Kopfhörer hat mit einer Mini-Klinke und nicht einen groß. Also ich renne ständig hinter dem Adapter her. Wo ist das Ding? So, klar. Nicht nur du, ja. Und also absolut rundes Gerät und eine absolute Empfehlung auch für den Klavierunterricht natürlich. Klasse. Was ich auch noch super fand, es hat Bluetooth, das ist ja hier eingeschaltet. Man kann Audiosignale eben auf die Lautsprecher bringen und da klingt auch Musik super. Das ist eigentlich wie eine Stereoanlage. Krass. Ja. Also nicht nur das Pianospielen klingt hier gut, sondern auch Musik, zu der man spielen kann, Playbacks oder so. Oder eben vielleicht eine Online-Lektion, die man eben mitmachen möchte. Das ist natürlich praktisch. Das ist nochmal, finde ich, ein super Argument.